Hallo zusammen, willkommen zurück zu Docker. Heute wollen wir uns ganz kurz die Installation für Windows anschauen. Mittlerweile gibt es Docker auch für Windows und das ist eine große Verbesserung, sagen wir es mal so. Denn bis vor kurzem lief das noch nicht wirklich. Das liegt daran, dass Windows komplett andere System-Calls hat, als jetzt zum Beispiel Linux hat. Und die ganzen Docker-Container sind natürlich Linux-basiert, die haben dann natürlich Schwierigkeiten, auf Windows zuzugreifen. So, was ihr zunächst einmal machen müsst, ist, ihr geht auf Docker Hub und registriert euch. Das heißt, hub.docker.com eingeben und dort euch dann registrieren. Der Account kostet nichts, ihr braucht ihn sowieso später für das Tutorial, das heißt, macht das einfach direkt. Und ja, dann könnt ihr hier unter Editions Community Docker CE Desktop Windows Docker für Windows runterladen. Einfach hier auf Get Docker klicken, dann bekommt ihr eine ausführbare Datei Docker for Windows installer.exe. Okay? Da einfach draufklicken, also ausführen und ihr habt den Installer aufgemacht. Der sieht dann so aus, zumindest nach einer kurzen Zeit. Es könnte vielleicht kurz dastehen, muss irgendwelche Pakete runterladen oder sowas und dann landet ihr hier. Also einfach kurz warten. Und auch hier bei dem Download müsst ihr warten. Das Ding hat über 500 Megabyte, das dauert ein bisschen. Genau. Und dann hier Add Shortcut to Desktop ist nie verkehrt und anschließend einfach nur die Dateien extrahieren und das funktioniert dann eigentlich auch schon. Kleine Anmerkung hier, ihr installiert gerade Docker Desktop. Docker Desktop ist ein bisschen mächtiger als nur Docker, wie es bei Linux ist, denn bei Docker Desktop ist schon gleichzeitig sowohl Docker Machines als auch Docker Compose dabei, was sehr angenehm ist. So müsst ihr das überhaupt nicht mehr runterladen und ja, Docker Desktop ist quasi das Komplettpaket und das war's eigentlich auch schon. So, und ja, jetzt können wir tatsächlich hier alles machen, was wir wollen. Allerdings erfordert das Ganze einen Neustart von eurem System, weil Docker relativ tief auf das System zugreifen muss. Keine Sorge, es ist kein Virus, es ist nichts Gefährliches oder sonst irgendwas. Und ja, das ist es eigentlich auch schon wieder. Dann könnt ihr direkt weitermachen und alles so nachmachen, wie ich das in den anderen Videos auch mache. Viel Spaß dabei und wir hören uns. Bis dann. Ciao.